Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quick-Tipp von Schuster Automobile. In diesem Video dreht sich alles um die Sprachansagen von euren Navigationssystemen, speziell dann, wenn die Sprachansage zu leise oder gar nicht mehr hörbar ist. Da haben wir nämlich einige Anfragen von euch bekommen, wie das denn passieren kann und wie man das natürlich auch wieder zurückstellt. Und deswegen nehmen wir hier gerne mal ein Video für euch zu dem Thema auf. Ganz kurz am Anfang, bevor ich euch erkläre, wie das funktioniert. Meistens ist man ein bisschen irritiert und denkt, das Auto hat das irgendwie von selber gemacht. Tatsächlich ist man aber meistens selber als Nutzer schuld gewesen. Und ich erkläre euch auch mal, wie es dazu kam, damit ihr das in Zukunft im Endeffekt verhindern könnt. Stellt euch vor, ihr fahrt also mit eurem Fahrzeug, habt Radio oder irgendeine Musik an und auch das Navigationssystem parallel dazu. Dann kommt irgendwie ein cooler Titel, der euch richtig gefällt. Ihr dreht die Musik so richtig schön auf und dann sagt in diesem Moment das Navi irgendwas, zum Beispiel irgendwie jetzt rechts abbiegen. Ja, und dann ist diese Musik so laut, das Navi aber eher leise in dem Moment und intuitiv dreht man dann die Lautstärke runter, weil man denkt, man möchte die Musik jetzt gerade in diesem Moment ein bisschen leiser haben. Jetzt passiert aber genau das Gegenteil. Die Musik ist im Hintergrund, die Navigationsstimme ist das Vordergründige und wenn ihr jetzt leiser dreht, dann wird die Navigationsstimme leiser, nicht die Musik. Denn man kann natürlich auch die Navigationsstimme in der Lautstärke einstellen. Also man macht es eigentlich noch schlimmer. Manchmal ist es dann so, dass man dann sogar einen Schreck bekommt, dass es noch leiser macht, sodass es dann eigentlich gar nicht mehr zu hören ist, die Navigationsstimme. Und dann wundert man sich, warum das jetzt eben nicht mehr hörbar ist. Wir simulieren das jetzt hier mal in diesem Auto, damit ihr seht, was ich meine. Denn es gibt tatsächlich eben zwei Lautstärkenebenen. Einmal für Musik und einmal für Navigationssystem. Ich mache mal gerade ein bisschen Musik. So, ich mache es jetzt auch bewusst ein bisschen lauter. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem noch hören. So, ihr macht jetzt hier richtig Party in dem Fahrzeug und dann sagt das Navi auch noch was. Mach mal hier gerade auf Beenden, simulieren das mal. So, jetzt kommt euch das ein bisschen leise vor und ihr dreht jetzt, während sie spricht, habt ihr es gerade gesehen hier unten, während sie spricht, habt ihr gerade es noch leiser gestellt, obwohl ihr eigentlich die Musik leiser stellen wolltet. Die Musik wird natürlich bei der Navi-Stimme schon ein bisschen gedämpft, aber das ist eben nur ein gewisser Prozentsatz. Und je lauter ihr hört, desto krasser ist für euch praktisch der Unterschied. Und zusätzlich war die Navi-Stimme aber auch schon relativ leise voreingestellt, weil man will natürlich jetzt auch, wenn man eher durch die Stadt fährt, eher keine Musik hört, jetzt natürlich auch nicht so ein lautes Navi haben. Ja? Und das ist so der typische Fall. Das heißt, vordergründige Stimme dreht man ganz leise und ist dann eben kaum noch zu hören. Und jetzt zeige ich euch natürlich auch mal, wie ihr das beheben könnt. Und um das zu erklären, muss man jetzt natürlich auch sehen, es gibt ja zwei verschiedene Navigationsebenen, die ihr nutzen könnt. Wir haben einmal das Werksnavigationssystem, was noch von ganz, ganz vielen Kunden genutzt wird. Bei dem haben wir den gleichen Effekt, da haben wir auch zwei Ebenen. Aber wir haben natürlich auch Apple CarPlay und Android Auto. Und auch hier haben wir eine Sprachebene und auch eine Musikebene. Wir fangen mal kurz mit dem Werksnavigationssystem an und zeige euch, wie ihr es da laut und leise stellen könnt. Ihr geht einfach hier in das normale Menü rein, was ihr im Endeffekt auch schon kennt. Ihr geht auf Navigation, dann sind wir hier auch schon im Navigationssystem. Und dann seht ihr hier diesen Menü-Button, da gehen wir mal kurz rein. Dann geht ihr bitte noch eine Position tiefer. Hier haben wir Navigationseinstellungen. Da geht ihr bitte drauf und hier auf Zielführungseinstellungen. Und jetzt seht ihr hier oben so einen kleinen Slider, der ist manchmal gar nicht so einfach zu sehen, der kleine Punkt hier. Und der steht eben auf Anschlag komplett links. Manchmal ist er eben auch so ein bisschen weiter rechts. Und wenn ich den jetzt nach rechts drehe, ich gehe mal so ungefähr in die Mitte. Nutzt diese Lautstärke-Einstellung. Genau, dann hört ihr jetzt schon mal die Stimme oder die Lautstärke der Stimme, mit der ihr eben diese Route geführt werdet. Und das stellt ihr einfach mal so ein, dass ihr jetzt auch akustisch bei einem höheren Fahrtgeräusch, vielleicht ein bisschen Hintergrundmusik, das gut hören könnt. Ja? Und beim nächsten Mal wisst ihr, wenn dann eben das Werksnavi irgendwas sagt, dann müsst ihr eigentlich es lauter stellen und nicht leiser stellen, um eben den gegenteiligen Effekt zu erzeugen, den ihr eigentlich wolltet. Es gibt noch einen zweiten Trick, wenn wir schon hier drinnen sind, den zeige ich euch auch noch. Das habe ich jetzt hier bewusst mal angehakt. Und zwar hier im Menü gibt es auch noch stumme Navigation. Das heißt, wenn ihr jetzt einfach schnell mal das Ding stumm schalten wollt, ohne jetzt die Lautstärke zu verstellen, könnt ihr hier einfach einen Haken setzen. Dann ist das Navi komplett stumm und hier ist es natürlich dann auch wieder aktiv. Das könnte natürlich auch noch eine Ursache sein, dass ihr hier einfach versehentlich in diesem Menü auf diesen Haken gekommen seid. Nun schauen wir uns mal das Ganze im Apple CarPlay Android Auto System an. Das funktioniert tatsächlich gleich. Da hüpfe ich da mal rein und hier würde ich euch den Tipp geben, da geht es am einfachsten, wenn ihr in Google Maps reingeht, denn da gibt es eine coole Sonderfunktion, die gibt es bei Apple Karten nicht. Also auch wenn ihr Apple Karten nutzt, geht trotzdem in Google Maps rein, geht hier oben bitte auf Einstellungen
Und hier gibt es einen Lautstärkenknopf. Da bitte draufdrücken. So, und jetzt hört ihr es vielleicht im Hintergrund leise. Das heißt, das System spielt jetzt kontinuierlich die Dame ab, damit ihr jetzt genügend Zeit habt, die Lautstärke einzustellen. Ich gehe jetzt einfach hier ein bisschen lauter und dann seht ihr auch hier, das ist die Lautstärke für die Navigation. Immer wenn dieser Pfeil daneben auftaucht, ist es die Ebene der Ansage. Okay, stellt es hier ganz genauso ein. Wenn ihr fertig seid, geht auf Abbrechen und dann habt ihr das Ganze auch schon eingestellt und dann funktioniert es natürlich auch bei Apple Karten. Jetzt hatte ich euch vorhin ja gezeigt, dass es so eine Art Stummfunktion bei dem Werksnavigationssystem gab und die gibt es natürlich bei Apple CarPlay und Android Auto auch. Hier zum Beispiel bei Google Maps seht ihr die Stummschaltung hier. Wenn ihr das Symbol seht bei euch, dann ist das Navigationssystem stumm geschaltet. Drückt ihr hier auf diesen Knopf drauf, seht ihr so einen Lautsprecher. Bei Apple Karten ist das sogar noch ein bisschen anders gemacht. Da könnt ihr nämlich einstellen, na, komm her, da ist es, wie viel Mitteilungen ihr dann hören wollt. Ich nehme jetzt mal irgendein Ziel, simuliere das mal kurz. So, nehmen wir mal eine Tankstelle. Die wird's, okay. Okay, na. Route zu Ajib starten. Weiter Richtung Hartstraße, dann links abbiegen. Hier oben seht ihr diesen Lautsprecher und hier haben wir 3 Optionen. Einmal eine reduzierte Version, wo ihr nur die wichtigsten Informationen hört und hier eine komplette Stummschaltung. Also ein bisschen anders als bei Google Maps. Gibt natürlich auch noch andere Apps auf dem Markt. Da müsst ihr also mal schauen. Wenn trotz richtiger Lautstärke nichts zu hören ist, muss es immer irgendwo eine Funktion geben, wo man das System auch noch stumm schalten kann, wo man also wirklich nur die Ansicht sieht. Was durchaus auch Sinn machen kann, wenn man eben jetzt nicht unbedingt jedes Mal eine Sprachansage möchte. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Quick-Tipp nun ein paar wichtige Hinweise geben, wie ihr eure Lautstärke von der Navigationsführung wieder einstellen könnt und wie es natürlich in Zukunft dann auch nicht mehr passiert, dass sie eben wieder zu leise oder komplett nicht mehr hörbar ist. Habt ihr noch irgendwelche Fragen dazu? Wie immer, schreibt es unten in die Kommentare rein. Habt euch dieses Video gefallen? Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, das freut uns natürlich immer sehr. Und denkt auch dran, unseren Kanal zu abonnieren, das ist absolut kostenlos für euch. Und wenn ihr die Glocke drückt, bekommen wir immer eine Info, wenn wir ein neues Video für euch hochgeladen haben. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.